Ihr wollt mal richtig lange Sachen lasern, wisst aber nicht genau, wie ihr das anstellen sollt? Dann habe ich euch vielleicht genau das Richtige, denn ich habe hier einen CO2-Laser stehen, mit dem das möglich sein soll, mit einem Förderband, mit einem Anbauförderband hier, wo man bis zu 3 Meter lange Hölzer gravieren und schneiden kann. Das wollen wir uns heute mal genau in diesem Video anschauen und ich gebe euch natürlich Tipps und Tricks, wie dann dieser Schnitt hier am besten funktioniert oder diese Gravur. Welcome back, Servus und herzlich willkommen bei Gipfelholz. Ich bin der Jens. Ihr seht hier einen CO2-Laser auf dem Tisch, das ist der P2 von Xtool. Den habe ich schon vorgestellt. Dieses Video könnt ihr euch gerne nochmal anschauen. Ich muss sagen, ich bin sowas von angetan von diesem Laser. Es macht richtig Spaß damit zu arbeiten und schaut es einfach nochmal an. Oder, wenn ihr es noch nicht gesehen habt, schaut es euch jetzt an. In diesem Video habe ich euch versprochen, dass wir uns noch Anbauteile bzw. Zubehörteile anschauen werden. Und zwar geht es heute um eine Lasererhöhung. Die seht ihr angebaut. Der Laser steht schon drauf. Das ist diese Erhöhung, die da unten steht. Und wir schauen uns noch eine Förderbandvorrichtung an, womit man bis zu 3 Meter lange Hölzer am Stück vollautomatisch schneiden und gravieren können. Also seid gespannt. Doch wozu brauchen wir überhaupt diese Erhöhung unter diesem Laser? Ganz einfach, wir haben ja eine maximale Höhe in diesem Gehäuse. Ohne der Erhöhung haben wir maximal, was wir reinstellen können, von 71 mm. Sollte dieses Werkstück jetzt aber höher sein, wo ihr dann oben was drauf lasern wollt, dann brauchen wir eine Erhöhung. Ebenso, wenn wir den Rotari zum Beispiel benutzen. Mit Erhöhung haben wir eine maximale Werkstückhöhe von 215 mm. Das ist natürlich schon ein Unterschied, was wir dann hier reinschieben können. Ihr seht jetzt gerade, das Gehäuse kann man öffnen auf beiden Seiten. Da könnte man auch theoretisch dann hier lange Sachen durchstecken und dann lasern. Das Gehäuse schauen wir uns gleich nochmal an, da muss ich euch gar nicht wirklich viel erklären. Aufgebaut ist es schon, das geht ganz einfach nach Bedienungsanleitung. Innerhalb von ein paar Minuten oder eine Viertelstunde, 20 Minuten ist das Gehäuse fertig aufgebaut. Und dann müsst ihr aber halt noch eine zweite Person finden, um den Laser dann draufzustellen, weil alleine schafft ihr das definitiv nicht. Wir haben nämlich hier 45 Kilo. Mit dieser Förderbandvorrichtung haben wir einen erweiterten Laserbereich von bis zu 3000 mm mal 500 mm. Das heißt, wir haben hier Laserstücke, können wir hier durchschieben, vollautomatisch von 3 Meter Länge bis zu 50 cm Breite. Allerdings kann die Werkstückbreite breiter sein. Das ist jetzt nur der Laserbereich von 500 mm Breite, sondern wir können auch durchschieben bis 624 mm können wir hier an Breite, an Werkstück durchschieben. Jetzt gehen wir erstmal auf das Gehäuse, auf das Erhöhungsgehäuse ein. Ich habe es schon zusammengebaut. Leute, das ist kein Hexenwerk. Schaut in die Bedienungsanleitung rein. Das sind ein paar Schräubchen und schon habt ihr dieses Gehäuse zusammengebaut. Laser draufstellen, fertig. Das Erhöhungsgehäuse ist schnell erklärt. Wir haben hier 2 Deckel, die wir öffnen können, vorne wie hinten, und können dann unser Blech, was wir hier einlegen können, einfach rausnehmen und in verschiedene Positionen einsetzen. Die Lamellen hier drin sind ja praktisch der Nullpunkt am Laser und durch die Erhöhung erreichen wir dann diese 21,5 cm, die wir hier maximal in dieses Gehäuse von der Höhe her reinbekommen. Natürlich müssen die Lamellen dann, wenn ihr lasert, raus. Selbstverständlich. An der Seite ist noch ein praktisches Fach, das wir öffnen können, um die Lamellen dann sicher zu verstauen. Jetzt reden wir nicht lange um heißen Brei rum. Wir werden die Förderbandvorrichtung anbringen, anbauen an den P2 bzw. an das Gehäuse unten und werden das Ganze mal versuchen. Ich zeige euch, wie es funktioniert und dann werden wir natürlich ein bisschen was lasern. Eins muss ich vorher noch erwähnen, und zwar habe ich ganz vergessen zu sagen, man muss diese Förderbandvorrichtung an 2 verschiedenen Positionen anbauen. Einmal, aber das seht ihr aus der Bedienungsanleitung dann raus, einmal für eine Materialstärke von 0 bis 8 mm. Und dann muss man es anders anbauen, steht aber alles beschrieben, von 8 bis 14 mm. Ja, ihr habt es richtig gehört, man kann maximal bis 14 mm Materialstärke belasern.
Aufgebaut ist es schnell. Die Förderbandvorrichtung ist mit 4 Schrauben befestigt. Mehr ist das gar nicht, überhaupt kein Problem. Achtet nur drauf, auf welche Höhe, von 0 bis 8 oder von 8 bis 14. Steht aber alles beschrieben. Und 4 Schrauben hier, dann noch ein paar Schräubchen in die Führungsschienen reingeschraubt. Fertig. Also das muss man nur einmal machen. Und dann muss man sie nur einklicken, das Ganze, und anbauen. Ich habe jetzt aber leider hier nur die Basisversion von diesen Schienen oder von der Förderbandvorrichtung. Es heißt, die Basisversion wird nur mit 2 Förderbandschienen geliefert, beziehungsweise 4 Stück hier, immer Pärchen. Und da kann ich bis zu 1 Meter lang lasern. Es gibt noch Erweiterungsschienen, die kann ich vorne und hinten noch anbauen. Aber ihr seht es selber, ich habe gar nicht diesen riesen Tisch dazu. Ich müsste auf den Boden gehen und das Ganze dann ausbreiten. Also so einen riesen Tisch habe ich einfach nicht, diesen Platz habe ich nicht. Das müsst ihr natürlich auch bedenken, denn wenn ihr da 3 Meter lasern wollt, dann habt ihr hier eine Länge von, das ist ja Wahnsinn, hier 3 Meter, hier hinten noch 3 Meter raus. Da braucht es eine Fläche von roundabout irgendwo 6 Meter. Das ist natürlich heftig, die habe ich hier nicht. Deshalb machen wir das Ganze mit der Basisversion. Ich werde mir noch eine kleine Vorrichtung hier basteln, aber nur vorübergehend, bis ich meine anderen Schienen hier habe. Das werde ich mir noch basteln. Und hier haben wir jetzt das Problem, ich habe meinen Laser ja auf ein dickes Holzbrett gestellt. Deshalb hängen die natürlich ein bisschen nach unten. Die werde ich jetzt einfach mal provisorisch einfach nach oben stellen, diese Vorrichtungen hier, diese Förderbandvorrichtungen, und dann können wir trotzdem damit lasern, das ist kein Problem. Es ist halt wichtig, dass es hier nur absolut eben zur Fläche ist. Wichtig ist auch, dass ihr die Schienen so anbringt, dass dieses Zeichen, dieses Laserzeichen auf der Schiene, dass das innen drin angebracht wird an die Schiene, denn hier auf dieser Höhe fährt nämlich der Laser nachher. Ja, ich habe jetzt hier mal ein MDF-Brett, das ist 1,50 Meter lang und es ist 30 cm Breite. Da werden wir was drauf lasern auf dieses Brett und wollen das einfach mal schauen. Das erste, was ich gemacht habe an diesem Brett, ist die Mitte angezeichnet, damit ich nachher ausrichten kann, und da angezeichnet, wo ich da losstarten will mit dem Laser. Das habe ich mit dem Bleistift angezeichnet und das kann man dann später wieder gut wegradieren. Jetzt haben wir ja das Problem, diese Basic-Version ist ja nur bis 1 Meter ausgelegt am Brett. Ich habe aber hier 1,50 Meter, sprich ich bräuchte eigentlich hier hinten noch 2 Schienen, damit ich verlängern kann. Jetzt habe ich mir aber provisorisch jetzt mal schnell, bis ich meine nächsten Schienen habe, habe ich mich mal provisorisch hier was gebaut, und zwar sind es so kleine Klötze hier, genau die Höhe mit einer Rolle oben drauf, und da kann ich das nachher unten reinstellen, nicht dass das Brett dann hier hinten nachher runterkracht und der Druck wird hier zu stark. Also kann ich euch auch nur empfehlen, kann ich unten euch noch verlinken, solltet ihr auch keine lange Schiene haben oder keine Erweiterungsschiene. Hier seht ihr noch schnell die Rollen, die ich noch gebaut habe, provisorisch, weil ich keine Führungsschienen da habe. Aber funktioniert hoffentlich auch, und das kann ich euch unten gern auch nochmal verlinken. So, jetzt kommen wir zu dem wichtigen Punkt, was ihr unbedingt beachten müsst, damit euer Werkstück nicht versaut wird. Und zwar, ihr seht ja, hier sind die Anpressdruckrollen und da ist auch das Förderband. Das heißt, hier wird das Brett gefördert. Aber an der Stelle wird gelasert. Das heißt, wenn ich jetzt das Brett nicht lang genug wähle als mein gelasertes Teil, was ich drauf haben möchte, dann kann es sein, dass die Rollen hier nicht mehr fördern. Also, sprich, ihr müsst das Brett ca. 25 bis 30 cm, sind das hier 25 cm, müsst ihr das Brett länger wählen, damit die Rollen nicht abspringen, und das heißt, dass das Brett einfach weiter gefördert wird. Und zwar seht ihr hier in der Mitte eine Rolle, und diese Rolle hat ein Zeichen drin. Das sind verschiedene Farben. In der Bedienungsanleitung kann man rauslesen, mit welchem Material man welchen Anpressdruck braucht. Und den kann man an der Rolle kann man den einstellen. Und wenn man den jetzt praktisch runterdreht, dann verändert sich die Farbe von diesen kleinen Kästchen. Ich hoffe, ihr könnt das Ganze jetzt dann gleich erkennen. Es wird jetzt von gelb auf grün, und wenn man dann noch stärker geht, kommt man dann auf rot. Und rot ist der richtige Bereich. Das heißt, wir haben den richtigen Anpressdruck, denn ich habe hier dieses Holz drin, dieses MDF, und da sollen wir Druck bei 9 oder 10 mm, sollen wir den Druck von diesem roten da aufbauen. Also stellen wir dieses rote ein vom Druck her, dann haben wir das schon mal gemacht. Aber ihr müsst natürlich auch aufpassen, dass ihr das Brett absolut wirklich
hier gerade ausrichtet, sonst leset ihr ja krumm drauf. Umso länger, umso krümmer wird es. Also nochmal ausrichten. Also verringert ihr den Druck wieder und richtet das Brett aus. Ich mache mir da eine kleine, ihr seht ja, hier sind ja auch Hilfslinien angebracht. Ich mache es aber ganz einfach. Ich setze hier ein kleines Alustückchen hin, genau in diese Rille rein, tue es nach oben und richte danach dieses Brett hier aus. Das müsste jetzt eigentlich passen. Jawohl. Und dann könnt ihr das Ganze festhalten und wieder diesen Anpressdruck könnt ihr wieder aufbauen. Am unteren Rad der Vorrichtung könnt ihr jetzt das Holzstück vor- und rückwärts bewegen. Ich fahre jetzt einfach so weit vor, bis ich meine Bleistiftzeichnung sehen kann. Bis an diesen Rand hier einfach dran. Jetzt kann ich meine Bleistiftzeichnung erkennen und das kann ich dann auf der Kamera erkennen und kann dann somit mein Werkstück mittig ausrichten und dann natürlich hier von der Höhe. Also, jetzt gehen wir mal in die Software und machen das Ganze dort. Jetzt sind wir mal im Creative Space drin von Xtool. Jetzt müssen wir noch ein paar Einstellungen vornehmen. Und zwar, wenn wir jetzt von den Lamellen flach, da müssen wir umschalten auf die Förderbandvorrichtung hier. Da klicken wir das mal an und jetzt seht ihr, öffnet sich ein anderes Fenster oder das Fenster wird angepasst. Die Lamellen müssen natürlich entfernt werden, da kommt auch eine Warnmeldung oben und jetzt seht ihr schon, jetzt haben wir eine riesengroße Fläche, dieses 1,20 Meter lange Logo kommt jetzt richtig klein raus, weil wir können da noch um einiges runterscrollen. Wir haben ja hier 3 Meter Platz zum Lasern, also das ist schon enorm, ihr seht es schon, diese Fläche, wo wir dann jetzt hier belasern könnten, aber wir haben jetzt nicht so was Großes, jetzt machen wir ja das hier. Jetzt ist es so, wir müssen erstmal, machen wir mal erstmal die aktualisieren. Wir haben ja das Brett ausgerichtet und wir haben es angezeichnet. Das heißt, wir machen jetzt immer aktualisieren. Dann kommt nur der kleine Bereich hier, wird dann angezeigt, wo das Brett dann liegt. Wenn wir jetzt ein bisschen her scrollen, dann seht ihr schon, hier ist ein Bleistiftstrich und hier ist ein Bleistiftstrich. Das heißt, wir wollen das ja dann hier ausrichten. Klicken wir mal die Ebene einfach an. Ist natürlich ein Vektor. Und jetzt können wir das Ganze ausrichten. Wenn euch das jetzt ein bisschen zu ungenau ist, könnt ihr trotzdem noch eine Nahaufnahme machen. Das heißt, wir gehen jetzt mal hier drauf, dann fährt die Kamera über das Werkstück und misst und macht ein Foto. So, jetzt haben wir dann die Nahaufnahme. Jetzt könnt ihr das Ganze natürlich ausrichten, wie ihr wollt. Also wir machen jetzt circa auf dieser Höhe hier und die Mitte haben wir ja auch ausgerichtet auf diesem Strich, ist so circa, das passt. Jetzt kann man das Ganze rausscrollen, ist alles in Ordnung. Jetzt Fläche gravieren ist ganz wichtig. Die Leistung, das müsst ihr natürlich je nach Holzart entscheiden. Ich habe da noch eine Spezialbeschichtung auf diesem Brett hier drauf, damit es ein bisschen dunkler wird. Da kommen wir vielleicht mal nächstes Mal, ein anderes Thema, irgendwann mal nächstes Mal. Aber da machen wir jetzt einfach 20%. Und was ich jetzt rausgelesen habe auf der Bedienungsanleitung, es fährt nicht schneller als 160 Millimeter pro Sekunde. Ich glaube, das sind um die 9600 oder was auch immer, sind es pro Minute. Deshalb lasse ich gleich mal die 160 hier drin. Also jetzt haben wir mal die Leistung und die Geschwindigkeit eingestellt. Und jetzt klicken wir mal auf die Oberfläche. Jetzt kommt es darauf an, wie dick euer Material ist. Jetzt können wir ja, was heißt, nicht einfach so messen. Wir machen das wieder automatisch, lassen die Kamera darüber fahren und das Messsystem. Und es wird automatisch die Brettstärke gemessen von der Förderbandzuführung. Also das ist natürlich jetzt nicht die Brettstärke, die wir jetzt haben, sondern einfach, wie der Laser das Ganze jetzt hier belasern kann von der Höhe her. Gut, automatische Planung ist jetzt total wurscht. Ja, im Endeffekt können wir eigentlich dann schon loslegen. Ach, ich möchte jetzt euch nochmal was anderes zeigen, ganz kurz, bevor ich das vergesse. Und zwar ist es wichtig, wenn ihr damit schneiden wollt, ihr könnt ja das Ganze auch schneiden. So, jetzt ist es aber so, dass das Ganze ja in der Luft hängt beim Schneiden und die ganzen Teile rausfallen würden und vielleicht gegebenenfalls den Laser blockieren würden. Das wäre zum Beispiel bei diesem Rahmen einfach so, wenn ich den jetzt ausschneiden wollen würde, dann fällt der vielleicht raus, verkeilt dann den Laser und der Laser stoppt. Das können wir aber verhindern, indem wir hier Generierung von Tabs machen. Das heißt, diese Generierung von Tabs, da müsst ihr das Holz ein bisschen rausbrechen im Endeffekt. Da könnt ihr da noch die Anzahl nach Anzahl einstellen. Beim kleinen Logo oder beim was kleinerem oder was nicht viel geschnitten wird, da reicht dann nach Anzahl. Oder ihr könnt natürlich dann auch sagen, okay, nach Abstand. Mach mir alle
2 Zentimeter, irgendwo alle 2 Zentimeter, mach mir bitte hier einen Tab rein. Einen Tab heißt, dass wir da wirklich hier das Ganze ausbrechen müssen und wir können auch noch sagen, wie dick der Tab sein soll, also 0,5 mm vom Holz und wann der Laser abschalten soll. Ich würde da meistens so um die 50% halt eingeben. Da müsst ihr mal Erfahrungswerte einfach sammeln. Bei mir sind die Erfahrungswerte mit 50% sehr gut. Das heißt, der Laser lasert an der Stelle nur mit 50% beim Schneiden und die Tabgröße ist bei 0,5 mm. Und somit wird dieses Holzstück nicht mehr rausfallen und den Laser blockieren. Also das müsst ihr wissen einfach, das ist noch super wichtig, sonst habt ihr nämlich einen kaputten Auftrag, wenn der Laser dann hängen geblieben ist, weil ein Holzstückchen irgendwo schräg im Laser lag und den Laser blockiert hat. Wie geil ist das denn? Wir sind fertig. Wir haben jetzt knapp 2 Stunden gebraucht für diesen Auftrag. Ich finde es okay für eine Länge von 1,20 Meter. Alles gut. Und jetzt mache ich das Ganze mal locker und hole es auch mal raus, damit ich es euch zeigen kann. Ich habe auch gemessen vom Logoende bis zu den Rollen sind es ca. 22 cm, wo ihr wirklich am Holz stehen lassen müsst. Also ich habe da nochmal 20 cm zu viel dran, aber jetzt holen wir es mal raus und schauen uns das Ganze an. Schleifen müssen wir es noch, den Schmauch ein bisschen wegtun. Ich habe da ja was drauf geschmiert, dass es schwärzer wird und es kommt ja mal richtig geil raus. Was meint ihr dazu? Ich finde es richtig, richtig cool und es funktioniert echt top. Mir gefällt's und wie gesagt, damit ihr das wisst, 22 cm müssen hier ab dem Logo müssen gemessen werden. Das ist circa hier an der Stelle. Ich werde es jetzt nochmal schnell schleifen für euch, dann schauen wir es uns nochmal an. Dann gebe ich euch noch einen Tipp, denn das ist mein zweiter Versuch schon. Der erste hat nicht ganz so funktioniert, wie ich wollte. Da hat sich das Brett ein bisschen verzogen, aber da kommen wir gleich nochmal zum Sprechen drauf und da könnte ich euch noch einen Tipp geben, wie ihr das verhindern könnt. Und was meint ihr? Das schaut da mal richtig heiß aus, vor allem auf diese Länge hier gesehen. Und ich kann es bis 3 Meter machen, also richtig gigantisch. Mir gefällt es gut. Schreibt es doch mal unten in die Kommentare rein. Ich habe ja gerade irgendwas erwähnt hier mit dem zweiten Versuch. Und jetzt möchte ich euch sagen, warum. Ich zeige euch mal den zweiten Versuch hier. Seht ihr das? Und jetzt dem einen oder anderen wird es vielleicht auffallen, das Ganze ist mir verlaufen. Das heißt, das Brett hat sich bewegt, hat sich nicht richtig vorschieben lassen. Ihr müsst da sakrisch aufpassen. Wir haben auf der Seite 7 cm Abstand zum Logo, zum Holz und hier irgendwas mit 5,6. Also wir sind hier 1,4 Zentimeter sind wir gewandert mit diesem Brett und es ist ganz klar, auf so einem kurzen Stück fällt es nicht wirklich auf, aber wir haben hier 1,20 Meter an Länge vom Logo. Das heißt, auf der Seite ist es nicht wirklich schlimm, hier merkt man noch gar nichts, hier auch noch nicht, aber es fängt dann irgendwann immer hoch an, rum zu wandern. Ihr wisst, was ich meine, umso länger das Holzstück, umso mehr sieht man den Versatz. Ist natürlich jetzt super ärgerlich, wenn man dann nach 1,5 Stunden Lasern hier das Ganze abbrechen muss, weil man dann merkt, oh, das ist ja richtig krass verlaufen und es ist krumm durchgelaufen. Das ist natürlich totaler Blödsinn. Dass das nicht mehr passiert, bitte, bitte achtet darauf, dass ihr das richtig einspannt und dass euer Holz einfach vernünftig gerade ist und keine Buckel oder sonst irgendwas hat. Wenn das nicht so ist der Fall, dann könnte ich mir vorstellen, ich hätte da noch einen kleinen Vorschlag an euch. Den zeige ich jetzt euch mal, wo es dann nicht mehr passieren wird. Und zwar mit einer kleinen Führung.
Wenn euch ihr unsicher seid, dass es zum Beispiel auf 2,50 Meter jetzt irgendwie verlaufen sollte, weil das Brett nicht ganz gerade ist oder, dann kann ich nur empfehlen, einfach nur ein Stückchen Holz zu nehmen, das Ganze da rein zu tun. Jetzt machen wir das auf diese Seite. Und zwar müsst ihr bloß aufpassen, dass es nicht bis zur Rolle vorgeht, bis zur vorderen Rolle. Einfach dieses Brett hier reinstellen. Das ganze Brett, das Werkstück natürlich erstmal ausrichten, dass es passt. Und dann nimmt ihr einfach solche kleinen Zwingen hier. Und da unten ist ein kleiner Rand. Da könnt ihr einfach mal hin. Oh, ich komme bloß jetzt schlecht hin von der Seite. Und drückt das Ganze fest. Und schon habt ihr eine Führung drin, was sich dann nicht mehr bewegt. Hier bewegt sich dann nichts mehr. Und das Ganze könnt ihr auf der anderen Seite natürlich auch noch machen. Und so könnt ihr sicher gehen. Nicht, dass da irgendwas auf dem Holz ist oder wie auch immer, dass die Rolle hier beansprucht wird und dann das Ganze ein Stückchen oder ein paar Millimeter verschiebt und ihr merkt es zu spät und am Schluss habt ihr nach 2,50 Meter habt ihr dann 2 Zentimeter Versatz. Das wollen wir ja nicht. Also auf beiden Seiten zur Sicherheit einfach sowas hier hinmachen. Es funktioniert und das ist ja das Wichtigste, damit es dann nicht mehr verlaufen kann. So, schneiden habe ich auch mal probiert. Jetzt machen wir das mal auf. Ich habe jetzt mal Einstellungen getestet und zwar mit diesen Tabs, die wir einstellen können. Ich habe hier nach Abstand gemacht. Da hat man jetzt gesehen, dass es nicht ganz so funktioniert hat. Was heißt nicht funktioniert hat? Stimmt schon, aber ich habe es halt falsch eingestellt. Okay, außen, jetzt haben wir, die kleinen Sachen sind alle rausgefallen, die großen Sachen sind jetzt alles hier noch drin geblieben. Jetzt brauchen wir es eigentlich nur rausdrücken. Es ist auch ziemlich filigran, dieses Bild, muss ich sagen. Also hier sieht man noch die Tabs, deshalb hängen da unten noch welche dran. Ihr seht es hier hängen sie dran. Und jetzt muss man eigentlich nur das große rausdrücken. Ja, schau, jetzt seht ihr schon. Muss man eigentlich nur rausdrücken und schon ist es draußen. Ihr seht, es ist richtig schön rausgekommen, richtig cool. Ich weiß, dieses Bild jetzt ist nicht sehr groß, das könnte ich auch mit dem Diodenlaser machen, ist überhaupt kein Stress, aber natürlich geht auch viel, viel größer. Ich wollte es nur mal probieren. Das Einzige, was ich noch ein bisschen dran spielen muss, ist an den Tabs, Tab-Einstellungen, dass man die hier anders macht, dass da auch gar nichts mehr rausfällt. So, meine Lieben, schreibt doch mal unten in die Kommentare rein, wie ihr diese Förderbahnvorrichtung findet oder eure Meinung dazu. Jetzt kommen wir mal zum Fazit. Ich sage persönlich, mir gefällt es sehr gut, also Daumen hoch für die Förderbahnvorrichtung. Man muss, wie gesagt, auf diese Einstellungen achten und jetzt kommt das große Aber. Aber ihr müsst schauen, dass die Rollen immer sauber sind, damit die richtig fördern können, damit das Material nicht durchrutscht und das Werkstück wirklich sich verdreht da drin. Darauf müsst ihr achten, sonst habt ihr es wieder versaut und das habe ich ja leider gehabt, weil ich es nicht richtig ausgerichtet habe. Deshalb darauf achten. Ebenso auch die Gummirollen an der Oberseite auch immer sauber halten und vor allem richtiges Ausrichten des Werkstücks. Das ist es wirklich das A und O. Wer Angst hat, kann ja noch diese Klötze hinklemmen wie ich. Dann habt ihr so einen kleinen, ich sage jetzt mal eine Führungsschiene. Könnt ihr genauso machen, ist aber nicht natürlich Sinn und Zweck, aber da seid ihr auf jeden Fall auf der sicheren Seite. So, wir sind jetzt am Ende des Videos. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Es wird noch ein bisschen was anderes kommen zu diesem Laser. Darauf könnt ihr euch schon mal freuen oder gespannt sein. Wer noch kein Abo dagelassen hat, der soll ein Abo dalassen, dann verpasst ihr nichts mehr von Gipfelholz. Vergesst die kleine Glocke nicht, lasst einen Daumen da und Kommentare natürlich rein. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Servus aus dem Allgäu.